Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr neu seid, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich mein Swift-Setup aufbaue. Ich bin so ein kleiner Schönwetterläufer und trainiere lieber gerne im Trockenen. Natürlich laufe ich auch mal bei Regen, aber wenn es jetzt kalt und nasskalt und windig wird, da bin ich meistens nicht so gern draußen. Daher strampel ich meine Kilometer hier im Keller ab. Dazu baue ich hier mein Fahrrad auf und habe hier diverse Sachen, um Swift nutzen zu können. Das Ganze möchte ich euch mal vorstellen. Ich möchte auch Alternativen zeigen, dass ihr nicht auf teure Lösungen zugreifen müsst. Daher würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich stelle euch erstmal die Komponenten vor, die ich alle habe, warum ich diese habe und ja, legen wir los. Ja, wie gesagt, ich muss das Chaos hier nochmal entschuldigen. Wir sind hier noch nicht ganz fertig, noch nicht alles so optimiert, wie es sein soll. Das ist halt so meine kleine Radelecke, da stört es keinen, deswegen bin ich hier so ein bisschen ja, im Chaos im Eck. Ja, was sind denn meine Sachen, die ich alle habe? Ich habe einmal hier einen Notenständer, den habe ich von meiner Frau geklaut. Der ist perfekt, um das Ganze mit dem iPad zu nutzen. Ich nutze Swift mit dem iPad. Und ja, wenn ihr sowas wie einen Notenständer in der Nähe habt, dann könnt ihr den nutzen. Es gibt ja teure Tischlösungen, da würde ich aber davon abraten, weil die einfach viel zu überteuert sind. Dann habe ich hier einmal den Kickr Core Snap. Das ist der kleinste Kicker, den es gibt. Der kann bis zu 12% Steigung simulieren. Hier ist es so, dass ihr eigentlich jedes Rad einspannen könnt von 26 bis 29 Zoll. Der Kickr Snap unterstützt ANT Plus und Bluetooth. Das sieht man auch hier ganz gut. Also hier sieht man hier ANT Plus und Bluetooth. Das Ganze wird hier dann eingespannt. Das werde ich euch dann noch gleich zeigen. Und wenn ihr einen Steckverschluss habt, müsst ihr euch dann leider noch so Adapter kaufen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel einen, das ist jetzt hier für den M12 und den 142er Adapter. Bei der Installation empfehle ich dann auch immer hier so eine Installationspaste zu nehmen, dass ihr auch wirklich dann die Schrauben wieder rein und raus bekommt. Das habe ich jetzt hier zum Beispiel von Shimano. Und dann habe ich für die Steckachse natürlich noch entsprechend den Schlüssel. Wenn ihr natürlich jetzt mehr Steigung haben wollt und zum Beispiel kein Rad, ich habe jetzt hier noch ein zusätzliches Rad, da gibt es noch andere Lösungen, zum Beispiel den Kickr Core nehmen, da müsst ihr jetzt nur entsprechend hinten das Schaltblatt installieren. Da zahlt ihr aber natürlich entsprechend mehr für diesen Kickr Core. Ich habe mich für den Kickr Snap entschieden, weil ich damals auch nicht wusste, ob ich das überhaupt weiter betreiben möchte und es vom Preis-Leistung doch wirklich sehr gut war und ich denke, so 12% Steigung sollte eigentlich lang. Dazu gibt es dann noch hier fürs Vorderrad den Aufsatz, das ist dann aber ein Kicker dabei. Dann habe ich hier noch so ein Schweißschutzband, das entsprechend der Rahmen geschützt ist. Dann habe ich hier noch so eine elastische Handyhalterung, um dann entsprechend das Handy einzuhängen, weil bei Swift gibt es ja dann so eine Companion-App, die man noch nutzen kann. Was auch noch ganz wichtig ist, ist ein Ventilator, weil ihr habt natürlich keine Zugluft, weil ihr steht ja quasi, aber schwitzt trotzdem und da braucht ihr ein bisschen Kühlung. Da hilft ein offenes Fenster, allein reicht da nicht aus. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, einen Ventilator zu nehmen. Und ihr seht hier, ich habe jetzt hier kein Premium-Gerät. Es gibt natürlich auch noch von Wahoo zum Beispiel einen, der sich an die Geschwindigkeit anpasst und entsprechend euch den Wind zubläst. Aber da müsst ihr halt etwas tiefer in die Tasche greifen. So, und dann habe ich natürlich noch, da wir hier auf der Rolle sind, empfehle ich ganz dringend, hier auch entsprechend ein Rollenrad zu nutzen. Ich habe jetzt hier den Schwalbe Insider, das ist ein spezielles Rad, also das ist reines Gummi, da darfst du nicht auf die Straße mitgehen. Da ist erstens alles leiser und euer Reifen wird nicht kaputt gemacht. Also wir sehen jetzt hier auch ganz gut, wenn wir uns das mal anschauen, ich habe das jetzt noch nicht gereinigt, wir sehen hier diese blauen Abriebe hier, das ist alles von dem Rad. Und wenn ihr jetzt entsprechend euer normales Rad einspannt, verschleißt ihr das Rad. Ich habe jetzt ich habe ein Gravelbike, was ich da nutze, da habe ich Tubeless-Reifen drauf und die wird mir halt komplett kaputt gemacht werden. Und wir sehen hier, da kommt schon einiges zusammen. Ich habe jetzt knapp 950 Kilometer bin ich mit dem Rad gefahren und das sind so die Ergebnisse von den 950 Kilometern. Was natürlich bei dem Rad noch dazu kommt, ich habe jetzt mir ein separates Rad geholt. Ich habe hier so ein Maverick-Rad, das war, glaube ich, sogar nur B-Ware. Also ich habe jetzt nicht das, da müsst ihr jetzt nicht das Premium, super tolle Laufrad drauf machen, weil ich meine, das Rad steht, das ist das Gewicht egal. Ich habe jetzt dann noch hier entsprechend mir eine Kassette gekauft, die habe ich bei eBay Kleinanzeigen geholt. Da hat jemand seine Kassette ausgetauscht und entsprechend habe ich hier die Kassette installiert. Das ist jetzt auch überhaupt nicht schwer. Ihr braucht entsprechend nur so einen Schlüssel, damit ihr es verbinden könnt. Dann was zum Anziehen, ein Drehmomentschlüssel und dann könnt ihr es entsprechend anziehen und passt. Und was wir dann noch sehen, das Ganze liegt hier auf einer Matte. Ich würde euch dringend empfehlen, also natürlich, wenn ihr jetzt in einer Mehrfamilienwohnung seid, ich bin jetzt hier im Keller bei uns im Haus, das ist jetzt egal. Aber wenn ihr jetzt entsprechend in einem Mehrfamilienhaus wohnt, dann tut ihr euren Vermietern oder Untermietern einen Gefallen, indem ihr eine Matte drunter macht und entsprechend den Schall ein bisschen schützt. Und das Ganze ist auch ein Schweißschutz, das heißt, wenn ich jetzt hier viel schwitze, dann geht es hier nicht bei mir auf den Laminatboden und beschädigt den Boden. Nein, es wird hier alles direkt auf diese Matte abgefangen. Aber ich würde sagen, wir bauen das Ganze nochmal auf und dann schauen wir mal, wie das Ganze im Ergebnis aussieht.
Ja, ich werde auch die ganzen Sachen unten nochmal in der Videobeschreibung verlinken, was ich habe. Ich mache hierzu Amazon Affiliate Links. Da geht ein bisschen was an den Kanal zurück. Das wird alles 100% in den Kanal investiert, um halt ein bisschen unabhängiger zu sein. Also wenn ihr Sportuhren etc. testen möchte, werde ich mir dann entsprechend von dem Geld die Sachen kaufen oder beziehungsweise meine Ausrüstung erweitern. Also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr diese Links nutzt. Vielen Dank. Es kommt im Chaos ja fast nicht zur Geltung. Also ich habe das Rad jetzt mal aufgebockt. Hier ist es auch ganz wichtig, dass hier handelt es sich um einen Carbonrahmen, dass ihr entsprechend den Carbonrahmen auch so behandelt, wie ein Carbonrahmen zu behandeln ist. Das heißt, also erst hier oben, wenn ihr so eine Installationseinheit habt, dass ihr hier oben nicht extrem zumacht, ihr auch hier so mit einem Tuch vielleicht das Ganze ein bisschen schützt, dass der Druck nicht entsprechend so auf den Rahmen drauf geht. Es ist halt ganz wichtig, der Rahmen ist darauf ausgelegt, dass der Druck quasi so von oben nach unten kommt und nicht von der Seite. Also hier ein bisschen aufpassen mit Carbonrahmen. Das gleiche auch nachher beim Einspannen. Manche empfehlen es, manche empfehlen es nicht, in Carbonrahmen einzuspannen, aber ja, ein bisschen mit Vorsicht das Ganze zu genießen. Ich wollte euch noch mal kurz was zeigen, und zwar, wenn ihr noch nie ein Fahrrad transportiert habt und das erste Mal für euch ist und ihr habt Scheibenbremsen, ist auch ganz wichtig, dass ihr immer so eine Transportclips da reinmacht. Also sind diese roten Clips, die es da gibt, die werden dann entsprechend die Scheibenbremse reingemacht. Es passiert Folgendes: Wenn ihr das nicht macht und ihr löst die Bremse aus, dann geht die Bremse zu, kann nicht mehr aufgehen, ihr müsst die Bremse entlüften, habt Heidenarbeit. Bei Shimano sehen die ganzen Dinge hier so aus, hat jeder Hersteller auch andere. Ich habe jetzt hier eine SRAM-Bremse drauf und ja, sehr zu empfehlen bzw. dringend zu machen. Was bei Apex auch noch gut ist, wir haben jetzt hier so eine Art Verschluss. Also wir sehen jetzt hier, wenn ich den, habe es geknacksen hören, wenn ich den jetzt rausnehme, dann habe ich hier Spannung drauf und kann die Kette überhaupt nicht gut runter machen. Also Shimano hat es zum Beispiel nicht. Bei SRAM gehe ich jetzt einfach hier runter. Da kann ich das ganze Ding hier runterklappen, indem ich hier auf diesen Knopf drücke und es entsprechend hier runterziehe. Ich mache das mal eben. Und wenn ihr den Knopf dann reingedrückt habt, dann geht hier dieser Bolzen raus und dieser Bolzen, der hakt hier ein und dann ist das Ganze hier fest und es ist keine Spannung mehr auf der Kette und ihr könnt wunderbar euer Rad demontieren. Des Weiteren solltet ihr auf den kleinsten Gang schalten. Also bei mir ist es jetzt so, ich habe hier eine Einfachschaltung, das heißt, ich habe hier keinen Werfer drauf. Das ist halt, wie gesagt, ein Gravelrad. Da auf den niedrigsten Gang gehen und hier hinten auch, wie gesagt, auf den ersten Gang, damit ihr ein entsprechendes Rad dann einspannen könnt. Ja, dann würde ich aber sagen, fangen wir mal an. So, hier ist es natürlich dann auch wichtig, dass ihr, wenn ihr jetzt das Rad neu einbaut, dass ihr die Kette auf das unterste Ritzel macht, also auf den kleinsten Gang, und dass ihr entsprechend dann hier die Steckachsen, wie gesagt, einschmiert. Ich habe es jetzt hier, sieht man noch ein bisschen, da guckt ihr, passt noch ein bisschen raus und da auch nicht rumgeizen. Ganz wichtig, ihr seid froh, wenn ihr dann später die Schrauben wieder gut rausbekommt. Auch noch ganz wichtig, wenn ihr das Ganze dann gemacht habt, ist noch mal ein bisschen einzufetten, weil hier das Kettenblatt ist jetzt komplett trocken. Manche nehmen Wachs, ich nehme jetzt normales klassisches Fett. Ja, ganz wichtig ist auch, ich habe es gerade gesehen, ich habe versehentlich von Shimano die Transportklemme drin gehabt. Ich habe jetzt hier keine Scheibenbremsen drauf, deswegen bleibt die Transportklemme auch dauerhaft drin. Das solltet ihr auch darauf achten, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, ne, wenn ihr dann drauf zumacht, dann ist entsprechend die Bremse zu. Und so kann das Rad jetzt hier ganz gut laufen. Und ihr könnt mal, wenn ihr versehentlich bremst aus Reflexion, macht ihr da auf jeden Fall nichts kaputt. Und man sieht hier ganz gut hier oben, das sind die Abriebe vom letzten Jahr. Da ist entsprechend hier schon ein bisschen abgenutzt. Müssen wir einfach mal schauen, wie lange der noch hebt. Bin mal gespannt, wie gesagt, knapp 1000 Kilometer hat er jetzt drauf in einem Jahr. Ja, jetzt sehen wir auch ganz gut, wenn ich jetzt hier mal die Klemme kurz rausmache, dass hier der Zapfen, der jetzt neu dazukommt, den jetzt in dem Adapter dabei ist, man klemmt hier drüben das Rad ein und dann geht hier so ein Bolzen raus und dann wird entsprechend das hier verbunden und ja, dann drückt man das hier runter und dann sollte das passen. Ich habe es jetzt schon eingestellt. Das Rad ist relativ, ja, das Rad ist fest, nicht relativ, es ist fest
Und ihr müsst da wirklich darauf achten, dass ihr das nicht zu stark macht, damit nicht so viel Kraft auf diesen Carbonrahmen von dieser Seite kommt, weil Carbon ist darauf ausgelegt, dass von hier die Kraft kommt, also hier so quasi die Bewegung kommt und nicht von der Seite, sonst macht ihr den Rahmen kaputt. Also ganz vorsichtig, ganz wichtig. Und so, jetzt haben wir das gute Stück aufgebaut. Hier ist jetzt alles eingerastet und jetzt müssen wir hier noch unten gucken, dass wir entsprechend das Ganze hier einstellen. Und das ist so, da müssen wir einfach nur hier andotzen und dann müssen wir dreimal, glaube ich, drehen war es. 1, 2, 3, ich glaube 4-mal so. Genau, und so, dass es einen guten Kontakt gibt und dass das Rad halt nicht abrutscht. So, wir sehen jetzt hier, die Rolle wird, das Schwungrad wird dann quasi hier mit dem Rad angetrieben. Hier ist ein Schwungrad, das hat ein bisschen Gewicht und wir sehen auch hier, das Ganze wird mit Strom angeschlossen, damit hier dann die Verbindung gesucht. Wir sehen hier ANT Plus und Bluetooth blinkt. Dann haben wir jetzt hier vorne, ja, so Kinderkleiderkisten sind halt ganz praktisch, ne? Da steht jetzt mein Ventilator drauf und dann sehen wir hier, ich habe das Ganze auf dem iPad laufen und was ihr auch seht, hier hängt nichts dran. Man kann hier komplett alles mit Bluetooth machen, man braucht hier keine Kabel und so weiter. Selbst mit einer Phoenix 6 braucht man das nicht. Die hat zwar nur ANT Plus, beziehungsweise ich habe einen Brustgurt, der nur ANT Plus hat, weil ich das Ganze auch mit Brustgurt mache. Aber die Uhr kann Herzfrequenz senden, das heißt, ich kann dann die Daten direkt hier aufs iPad senden via Bluetooth. Ansonsten habe ich hier noch den Polargurt, den habe ich noch gar nie benutzt. Das wäre das erste Mal. Ich habe mir jetzt im Rahmen der Polargurt X Pro den Gurt zugelegt, das ist der H10-Gurt. Bin ich auch mal gespannt. Ja, genau, und so sieht es aus. Natürlich, wie gesagt, hier ein bisschen Chaos, tut mir leid. Ja, wir haben noch Möglichkeiten, Regale aufzuhängen und hier ein bisschen Ordnung zu schaffen. Aber das ist so mein kleines Domizil im Winter. Da gucke ich auf dem iPad meistens dann einen Film nebenbei und swifte ein bisschen durch die Gegend. Dann hier noch den Ventilator, wie gesagt, der steht hier auf den Kisten. Ja, ich hoffe, das war so ein erster guter Eindruck. Ich habe auf jeden Fall vor, hier einige Videos zu Swift zu machen. Ich will euch zeigen, wie ich das Ganze dann noch hier praktisch nutze, auch nochmal mit den Anschlüssen. Ich habe hier zum Beispiel jetzt noch, wie gesagt, die Phoenix 6 und hier die Chorus Apex Pro. Dann habe ich hier eine Apple Watch und hier die Polargurt X Pro. Die möchte ich einfach mal mit Swift testen, mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Bei Garmin weiß ich es ja schon, weil ich habe es letztes Jahr nur mit Garmin gemacht. Da zeige ich euch auch mal, wie das Ganze geht, beziehungsweise auch auf Strava, da werden nämlich GPS-Daten übertragen. Ich möchte auch mal Be Cool testen, das habe ich noch nie getestet. Das wäre für mich auch ganz neu. Also auch einige Dinge, die ich mit euch neu erleben möchte. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr hier bei dem Kanal wieder vorbeischaut. Wenn euch das Video gefallen hat, trotz des ganzen Chaos hier, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr weitere interessante Videos rund um Swift und den anderen Sachen sehen wollt, dann lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Vielen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal.